Du hast einen Hund oder dein Hund wird jetzt bald bei dir in deiner Familie einziehen und du stellst dir die Frage, wie kann ich mein Zuhause sauber halten? Diese Frage bekommen wir ziemlich häufig von euch gestellt und deswegen möchten wir euch unsere 13 Tipps geben, wie wir unsere Wohnung am besten sauber halten. Ich bin Paulina, ausgebildete Kynologin und Mitbegründerin von Vitomalia. Vitomalia ist eine Online-Hundeschule, bei der wir dir und deinem Hund in der Hundeerziehung, aber auch im Hundetraining helfen. Schau also auf jeden Fall gerne mal vorbei und finde das richtige Training für dich und deinen Hund. In unserem Experten-Hunde-Blog teilen wir regelmäßig Inhalte rund um das Thema Hund und wir stellen für dich kostenlose Downloads zur Verfügung. Dazu zählen Checklisten, aber auch sowas wie Trainingspläne. Und auch zu diesem Thema gibt es natürlich einen ausführlichen Blog mit einem kostenlosen Download. Das findest du unten verlinkt, schau also auf jeden Fall mal vorbei. Jeder Hundemensch kennt es wahrscheinlich. Man liebt seinen Hund wirklich sehr, aber ja, so ein Hund sorgt auch ganz schön für Dreck in der Wohnung oder halt in deinem Haus und die Sauberkeit leidet darunter. Je nachdem, wie penibel man selber ist, kann es auch für einen selber sehr belastend werden und deswegen möchten wir unsere Tipps, wie wir das Ganze umsetzen, mit dir teilen. So, wir beginnen mit den Einrichtungstipps. Und Tipp Nummer 1 sind waschbare Hundebetten. Einige Hersteller bieten Hundebetten an, die du wirklich einfach abbeziehen kannst und dann waschen kannst. Und das ist schon eine Riesenhilfe. Aber wir unterscheiden ganz klar zwischen den Herstellern, wo man den kompletten Abzug abziehen muss, oder aber Hundebetten, wo du einfach nur ein einzelnes Kissen, das Hauptliegekissen, abbeziehen kannst. Denn das ist wirklich Gold wert. Tipp Nummer 2, Futter- und Wasserplatz. Es ist ganz wichtig, wo du den Futter- und Wasserplatz von deinem Hund definierst. Erstens sollte es immer ein fester Ort sein, der nicht ständig gewechselt wird, denn das ist für deinen Hund nicht cool. Und zweitens kannst du den Ort so wählen, dass man diesen nicht direkt sieht, wenn man bei dir zu Hause reinkommt. Also das kann ruhig so ein Ort sein, der so vielleicht ein bisschen versteckt ist, wo es auch mal ein bisschen unordentlicher aussehen kann. Zusätzlich kannst du deinen Boden schützen, indem du beispielsweise so Schutzmatten nutzt, die normalerweise für Bürostühle genutzt werden, oder aber eine extra Wandfarbe benutzt, wo du die Wand schützen kannst und die dann einfach mit dem Lappen abwischen kannst. Tipp Nummer 3 ist der Aromaöldiffusor. Achtung, hier ist nicht für jeden Tierhaushalt gedacht, denn gerade da, wo Katzen sind, sollte das nicht benutzt werden oder nur mit speziellen Düften, die auch für Katzen geeignet sind. Aber so ein Tierhaushalt, kann schon mal ein bisschen stinken, weil unsere Hunde ja wie so eine ganz eigene Fettschicht auf ihrem Fell haben. Und diese Fettschicht schützt sie zum einen, aber für uns kann das auch unangenehm riechen. Und da kannst du einfach schauen, dass du einen total unbedenklichen Geruch für deinen Hund auswählst, der so leichten, guten Geruch in deiner Wohnung verteilt, aber gleichzeitig auch eine positive Wirkung auf deinen Hund hat. Dazu eignet sich beispielsweise Lavendel oder Kamille. Achte aber darauf, dass es keine Parfüme sind, sondern wirklich Aromatherapieöle. So, wir kommen auch schon zur nächsten Kategorie und das sind die Pflegetipps. Und Tipp Nummer 4 ist super naheliegend, aber doch so einfach und doch so hilfreich: Pfoten abputzen. Putz einfach deinem Hund regelmäßig nach dem Spaziergang die Pfoten ab. Also du kannst einfach für dich so ein Mikrofasertuch draußen vor der Haustür parat haben und den einfach zur Seite legen und jedes Mal, kurz bevor du nach Hause kommst, dem Hund die Pfoten ein bisschen abwischen. Denn wir tragen unglaublich viele Bakterien und auch viel Dreck mit unseren Schuhen rein. Und beim Hund ist es genau das Gleiche mit seinen Pfoten. Das heißt, du kannst da nochmal so ein bisschen vorreinigen, bevor dein Hund überhaupt nach Hause reinkommt. Tipp Nummer 5 ist die regelmäßige Fellpflege. Nicht jeder Hund verliert unglaublich viel Fell. Unsere Amalia zum Beispiel ist so ein Hund, die verliert kaum Fell. Vito hingegen schon ein bisschen mehr. Aber je nachdem, wie das Fell von deinem Hund ist, musst du sehr intensiv das Fell pflegen. Und da kommt es auch auf die richtige Fellpflege an. Also nicht jeder Hund muss regelmäßig gebürstet werden, sondern bedarf einer ganz anderen Pflege. Und da empfehlen wir dir vielleicht einfach mal in so einem Hundesalon vorbeizugehen und zu fragen, was ist eigentlich die richtige Pflege für meinen Hund? Und das kannst du dann auch regelmäßig umsetzen, damit es zum einen für deinen Hund im Wohlbefinden viel besser ist und zum anderen das Ganze dann nicht bei dir in der Wohnung oder im Haus rumfliegt.
So, wir kommen auch schon zur nächsten Kategorie und das sind jetzt die Putztipps. Tipp Nummer 6 ist der Saug- und Wischroboter. Das ist so eine Sache. Man darf natürlich von so einem Roboter nicht erwarten, dass er das genauso perfekt macht wie du zu Hause. Aber wenn du das regelmäßig anmachst, einfach mal so ein bisschen quer durch den Raum wischen lässt oder auch saugen lässt, dann hast du schon mal den groben Schmutz, der sich verteilt, weggemacht. Wir beispielsweise jedes Mal, wenn wir Gassi gehen, machen wir den einfach an, dann läuft der da so 1-2 Mal täglich, im Fellwechsel sogar häufiger und dann haben wir persönlich nicht so einen Stress, dass wir immer saugen müssen und machen es dann vielleicht einmal die Woche, je nachdem wie der Bedarf ist, mal ein bisschen ordentlicher, wo wir auch die Ecken aussaugen. Tipp Nummer 7 ist Waschmittel ersetzen. Das klingt vielleicht erstmal total komisch, aber unsere Hunde mögen keine starken Parfüme. Und das führt dazu, dass wenn wir beispielsweise das Hundebett mit ganz starkem Waschmittel oder viel Waschmittel waschen, weil wir das Gefühl haben, boah, das stinkt so sehr, dann ist es für unsere Hunde richtig unangenehm. Auch wenn du denkst, dass es total toll riecht. Und was passiert? Dein Hund und eben dieses Hundebett beispielsweise kommen in so einen Teufelskreis. Dein Hund hat das Gefühl so, boah, das riecht so total künstlich oder überhaupt nicht bekannt und dann markiert er. Du kannst, wenn du Hundeequipment wäschst, also Hundebetten, Hundedecken, Halsbänder etc., kannst du entweder nur Essig benutzen oder aber ganz normale Waschsoda. Der Vorteil von diesen beiden Produkten ist, dass sie natürlich sind, sie neutralisieren Gerüche, sie sind auch desinfizierend, also sie sind rundum gut, sie lösen auch keine Hautirritationen hervor, wie beispielsweise ja, das bei einem Waschpulver sein kann, dass dein Hund irgendwie auf einmal so eine Allergie bekommt und du denkst, liegt das jetzt am Halsband? Aber nein, es liegt eigentlich am Waschpulver. Das hast du bei diesen zwei Produkten nicht und zudem sind sie super günstig und gut für die Umwelt. Tipp Nummer 8 ist richtig hilfreich bei Tierhaaren und Fusseln. Benutze den Trockner vor dem Waschgang. Klingt vielleicht erstmal total komisch, aber wenn du deinen Trockner auf kälteste Stufe stellst und ungefähr 10 Minuten anmachst und da einfach die ganzen Kleidungsstücke mit dem Hundebett vielleicht auch noch reinmachst, wo alles sich sammelt vom Hund, dann kann der Trockner eben durch diesen Schleudervorgang die Haare von dem Stoff lösen, weil der Stoff dadurch weicher wird und aufgelockert wird und dann die Haare davon lösen. Das heißt, du musst danach eigentlich nur noch nach diesem 10 Minuten Vorgang die Wäsche rausholen, mal kurz durchschütteln, dann fällt alles runter und dann kannst du das ja total cool einfach in die Waschmaschine machen und dann die Waschmaschine starten. Denn würdest du es andersherum machen, würde alles in der Waschmaschine hängen bleiben und durch die Feuchtigkeit eigentlich auch direkt so bleiben, wie es war. Tipp Nummer 9 ist ein Tipp, den haben wir schon ziemlich oft mit euch geteilt, und zwar ist das Essigspray für Polster und Teppich. Essig ist ein biologisch leicht abbaubares Mittel und zudem super effektiv, wenn es um Schmutz oder Gerüche geht. Und Essig ist wirklich unschlagbar günstig, also viel günstiger als alle anderen Produkte, wenn du zum Beispiel so einen Teppich- oder Polsterreiniger benutzt. Und ist für deinen Hund zudem gesundheitlich total unbedenklich. Die Säure im Essig, die wirkt antibakteriell und deshalb ist halt wirklich Essig perfekt, um Gerüche zu neutralisieren. Übrigens, falls du dir die Frage stellst, was ist der Unterschied zwischen Essig, Essigessenz und Essigreiniger, darüber haben wir auch mehr im Expertenblog geschrieben, also schau auf jeden Fall mal vorbei. Tipp Nummer 10 ist eine Box für Hundespielzeug. Das ist ganz cool, weil du da einfach allen Krimskram so rund um deinen Hund reinpacken kannst. Denn manchmal liegt einiges rum und dann kannst du das einfach da reinpacken, das in den Schrank stellen und gut ist, dann ist nämlich sauber. Außerdem ist das auch ziemlich hilfreich für deinen Hund. Denn wenn überall was rumliegt, ist es nicht cool für deinen Hund, er wird das nicht alles spannend finden oder aber er wird eine starke Ressourcenaggression aufbauen, weil er halt alle Spielzeuge verteidigen möchte. Besser ist es, wenn du wirklich immer ein gezieltes Kauspielzeug beispielsweise draußen lässt und alles andere wegpackst und es dann mal regelmäßig austauscht gegen irgendwas anderes, damit es halt immer spannend bleibt. Tipp Nummer 11 ist ein Fusselentferner bzw. eine Fusselrolle. Da gibt es mittlerweile wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, beispielsweise durch ein Klebeband oder durch so einen extra Polyesterstoff, der wie so Widerhaken hat, wo dann die ganzen Fussel hängen bleiben. Für welches Produkt du dich entscheidest, ist komplett dir überlassen, aber damit kriegst du auf wirklich sehr schnelle Art und Weise dieses lästige Problem hin.
Tipp Nummer 12 sind Tabuzonen. Tabuzonen sind total wichtig, generell in der Hausordnung mit deinem Hund, aber auch um die Sauberkeit aufrechtzuerhalten. Bei uns privat zum Beispiel ist es so, dass unsere Hunde nicht in die Küche dürfen. Denn so Tabuzonen helfen dabei, dass da keine Hautschüppchen verloren werden, kein Fell verloren wird, kein zusätzlicher Dreck reingetragen wird und das macht das Ganze ein bisschen hygienischer. Und der letzte Tipp und auch ein sehr wichtiger Tipp ist Tipp Nummer 13, Rituale. Es gibt nämlich Rituale in unserem Hundealltag, die für die Erziehung von enorm hohem Wert sind. Und generell sind Rituale sehr wichtig bei Tieren, denn sie steigern das allgemeine Wohlbefinden. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Rituale bei Tieren, also nicht nur bei Hunden, sondern allgemein bei Tieren, wirklich die generelle Freude steigern. Und warum sollten wir uns das nicht zu Nutzen machen? Denn zum einen fördern wir etwas beim Hund und zum anderen ist unser Haushalt natürlich sauberer. So, jetzt sind wir total gespannt, welche Haushaltstipps, welche Putztipps oder Tricks hast du, damit dein Hundehaushalt sauber bleibt. Schreib uns das auf jeden Fall unten in die Kommentare, wir sind da total gespannt drauf. Wir werden auch da wirklich regelmäßig durchlesen, weil wir einfach ja auch immer wieder nach neuen Möglichkeiten suchen, so wenig wie möglich Aufwand zu haben, aber das so leicht wie möglich umsetzen zu können und dann auch ein gutes Ergebnis zu haben. Und wenn du bei uns im Hundeexperten-Blog vorbeischaust, da haben wir das Thema noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Schau auf jeden Fall mal nach. Und als Freebie gibt es selbstgemachte Putzmittel für einen sauberen Hundehaushalt zum kostenlosen Download. Also schau auf jeden Fall mal vorbei. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.